Frau von Drau, Sie selbst können seit einigen Jahrzehnten Geistwesen sehen und mit ihnen auch kommunizieren. Von besonderer Tragik ist es ja, wenn Kinder durch einen Unfall oder durch eine Krankheit sterben. Haben Sie schon einmal verstorbene Kinder sehen können? Ja, eigentlich verschiedene Male. Ich möchte da 2, 3 Sachen sagen, die mich sehr, sehr beeindruckt haben. Also ein Kollege von uns hat mehrmals erzählt, wie sein Kindergartenfreund vor seinen Augen tödlich verunglückt ist. Und jedes Mal, auch als wir da in dieser Übungsgruppe für außersinnliche Wahrnehmung noch gar nicht so weit waren, kam das Video, wie das sich geistigerseits dargestellt hat. Und so sah ich, wie das Kind eigentlich einen Augenblick oder eine Sekunde bevor der Unfall geschehen ist, herausgezogen wurde vom Engel. Aus dem irdischen Körper. Aus dem irdischen Körper. Der Erdenkörper ist vom Trottoir auf die Straße gestürzt und der Geistkörper, den hat er so gehalten und ist dann mit dem weggeschwebt über die Wiese und dann, bis man es einfach nicht mehr sehen konnte. Aber ich vermute, das Kind hat den Unfall gar nicht wahrgenommen. Und das war ja auch tröstlich, aber das Umfeld, das da jeweils da war und zuhörte, das ist ja das Traurige, kann man das nicht einmal erläutern, wie sich das im Geistigen abspielt, weil die Menschen ja dafür kein Verständnis haben, obwohl es ja viel Trost bringen könnte. Und das Nächste, was mir auch sehr nahe gegangen ist von Freunden von uns, ist ein Kind nach einigen Wochen Erdenleben plötzlich verstorben. Und man hat medizinisch keine Gründe gefunden. Und da hat sich mir dann auch das Bild gezeigt, dass eigentlich ein recht schönes Wesen bei dem Bettchen stand. Das Kind wurde zum Schlafen hingelegt und er hat dann einige Zeit verweilt, also das Geistwesen, und hat gewartet, bis das Kind im Tiefschlaf ist. Dann geht ja der Geistkörper hinaus, also bei uns Erwachsenen ja auch. Und dann hat er das geistige Kind ganz liebevoll auf die Arme genommen, hat ganz sorgfältig die silberne Schnur gelöst und mit einer Liebe, wie wir Menschen uns das gar nicht vorstellen können, hat er das genommen und ist weggeschwebt. Und vom geistigen Gewand her, jetzt vom abholenden Engel, wusste man eigentlich schon, dieses Kind kam aus einer höheren Ebene, aus einer schöneren Ebene und es kommt auch wieder dorthin. Und dann noch ein drittes Beispiel, hat uns auch alle sehr bewegt. Da war eigentlich ein Badeunfall und dann wurde mitten in diesem unruhigen Geschehen wurde auch der Geistkörper hinausgeholt und weggetragen. Da habe ich schon eben beim Abholengel gesehen, das Kind kommt aus einer einfacheren Ebene und das hat sich nachher auch bestätigt, als ich dann wieder ein Bild bekam, als ich lange in der Meditation saß, so geht das meistens, kommt plötzlich noch ein Bild herein. Sie war in einer sehr einfachen Ebene, aber auch, sie musste Schulen durchlaufen, aber wie das Dorf ist einfach einfacher, oder? Wird geschaut, dass es für diese Kinder nicht so schlimm erlebt wird? Ja, unbedingt. Das hat mich immer erstaunt, aber eigentlich ist die geistige Welt ist ja so gütig und vorsichtig. Ja, die haben das eigentlich gar nicht mitbekommen. Was geschieht mit Kindern, nachdem sie die irdische Welt verlassen haben? Oft herrscht ja auch die Meinung, dass ihr Geist im Jenseits dann plötzlich erwachsen sei. Nein, das ist ganz anders. Im Jenseits sind sie so groß und so weit entwickelt, genau wie sie auf der Erde sind. Und das erste Kind, das ich erwähnt habe, das kommt dann auch in eine Vorschule und dann in eine normale Schule. Alles muss neu erlernt werden, was wir auf der Erde auch wissen. Es sind schöne Dörfer, es hat zum Teil Pflegeeltern, zum Teil ist es mehr kinderheimmäßig aufgebaut und sie haben einen Rhythmus, sie müssen in die Schule. Ich habe sogar einen Bericht gelesen, wo sie noch die Blumenbeete, alles das auswendig lernen müssen. Auch der Schulweg wird noch zu schulischen Zwecken verwendet. Und dann durchschreiten sie diese Schulen und später kommt natürlich die Berufswahl, wie bei uns auch. Und den ich da beschrieben habe, der war dann sehr an der Holzbearbeitung interessiert und konnte da sehr viel lernen, bis er jetzt sogar in der künstlerischen Holzbearbeitung ist. Und er hat mich angestrahlt, er ist glücklich und zufrieden dort, wo er jetzt lebt. Also kann man davon ausgehen, dass Sie in der Jenseitswelt in eine erdähnliche Umgebung kommen und dort weiter aufwachsen? Ja, unbedingt, einfach ganz genau angepasst.
Das zweite Beispiel, das ich Ihnen vorher erzählt habe, das war ja ein Baby und das kommt dann dort in ein Kinderheim, wo viele gleichen Alters sind. Das sind genau Stufen, wo sie dann wieder in eine weitere Stufe kommen. Und eben, ich habe Ihnen gesagt, das Wesen war auch sehr schön gekleidet. Also kann man daraus schließen, es ist eine schönere Ebene. Und das hat sich auch bestätigt. Es ist alles etwas edler, etwas schöner, weil das Kind eben von einer solchen Ebene ausgegangen ist. Und durchläuft dann auch verschiedene Schulen. Und jenes Wesen ist jetzt, weil die Zeitrechnung etwas anders ist, scheint es mir vom optischen Eindruck etwa 20 Jahre alt zu sein und ist jetzt in einer Ausbildung, wo etwa die Hälfte Schulbildung noch ist und die andere Hälfte ist Ballettunterricht. Und man hat mir gesagt, weil in diesen Ebenen ja auch festliche Anlässe sind, ist es in einer Balletttruppe, die dann bei festlichen Anlässen auftreten darf. Und wahrscheinlich war ja so eine Begabung auch schon da bei diesem Wesen dabei. Also alles sehr schön, aber letztendlich auch wieder erdenähnlich, aber alles edler und schöner. Davon können wir nur träumen, so edel und so schön. Vor allem in kirchlichen Glaubensvorstellungen herrscht oft die Meinung, dass man nach dem Sterben gleich von Gott oder von Jesus begrüßt wird. Ist das so oder was ist Ihre Sicht? Nein, das ist überhaupt unmöglich. Das ist schon von der Schwingung her unmöglich. Auch eine sehr hochverdiente Seele, die man auf Erden wirklich auch so einstufte, das ist ein hochverdienter Mensch, wie der gelebt hat und für die anderen gelebt hat. Die müssen sich zuerst energetisch auch anpassen. Sie kommen sicher in eine schönere Ebene. Sie müssen sich energetisch anpassen. Sie werden auch belehrt. Und dann, bis man Christus begegnen kann, braucht das viele Vorbereitungen. Wenn man sich vorstellt, Christus da oben und so ein verdienter Mensch, der muss festlich gekleidet werden. Es werden viele, viele Vorbereitungen getroffen. Was wir lesen durften da in unseren Vorträgen, gibt es ja himmlische Veranstaltungen, wo eine riesige Arena ist und dann viele tausend Wesen, die verdient sind, einmal dort Christus erleben können, aber eben aus Distanz. Und wenn jemand sehr, sehr hoch verdient ist, habe ich auch schon lesen dürfen, dann kommt es zu einem Fest in einem kleineren Rahmen, wo dann Christus auch kommt und dann so eine Seele begrüßt. Aber das ist dann so hoch, dass man kann daraus schließen, oder das wurde schon so formuliert, dass dann jemand in den Engelstand erhoben wurde. Das bedeutet ja dann wieder, der muss nicht mehr inkarnieren auf Erden. Der hat den ganzen Rückweg geschafft und eben durch seine Reife dieses edle Leben leben können. Und dann gibt es auch einfachere Sachen oder es gibt auch noch tragische Sachen. Dann hat mir mein Schutzengel meine Tante gezeigt, hatte eigentlich gar keine Freude an dem Bild, aber hat gesagt, schau hin, es ist auch eine Realität. Die ist in einer Ebene, sie sah immer noch so ältlich aus, sie war immer noch so gekleidet und ich dachte, die hat ja keinen Weg gemacht, keine Erkenntnisse, gar nichts. Und dann hat man mir gesagt, sie ist eben in eine Ebene gekommen, wo solche, die zu Hause, die haben immer so mechanisch gebetet, auch als wir dort im Urlaub waren manchmal, einfach so viel heruntergebetet, aber das ist ja nichts, es gibt keine Energie, keine Verbindung zum Himmel. Und die ist jetzt dahin gekommen, zu denen, die ganz fanatisch glauben, wenn man viel gebetet hat, kommt man rüber und dann kommt man zu Christus. Ich meine, es ist ja sowieso ein absurder Gedanke, wie viele Menschen sterben in einer Stunde. Kann Christus diese alle begrüßen? Ist ja völlig daneben, dieser Gedankengang. Und dann habe ich zu meinem Schutzengel gesagt, also das ist meine Tante, ich möchte dir etwas sagen, weil er vorgängig gesagt hat, die müssen selber zur Erkenntnis kommen, die müssen das selber merken. Und dann hat er wieder betont, nein, du darfst dieser Tante gar nichts sagen, sie müssen selber in dieser Ebene zur Erkenntnis kommen, dass der Himmel viele, viele Ebenen hat und Christus ja so hoch oben ist, dass sie gar nicht edel genug sind, dahin zu kommen. Und dann habe ich doch etwas immer wieder gejammert, ich möchte ihr etwas rübergeben, weil es meine Tante ist. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mit ihr beten, nur so, wie ich es manchmal mache, die Hände halten und ein Unser Vater beten. Und dann hat er gesagt, ja, das kann ich einrichten, sie ist in einer sehr erdnahen Sphäre.
Dann ist sie gekommen und sie war irgendetwas verwirrt. Ich habe einfach ihre Hände gehalten, habe das Unser Vater gebetet und dann sind auf ihrem einfachen Kleid richtig Blüten herausgewachsen und sie hat das so noch beachtet so und schon war sie weg. Das Gebet war fertig, schon war sie weg. Er hat gesagt, Sie müssen selbst zur Erkenntnis kommen, dass Ihr Denken falsch war. Kann man das vielleicht so vergleichen, dass es wie auf der Erde höher entwickelte Länder gibt und solche Länder, die etwas weniger entwickelt sind und die Umgebung dort auch entsprechend einfacher ist? Kann man diesen Vergleich machen? Ja, man kann diesen Vergleich wirklich machen. Aber ich möchte da sagen, es heißt immer ohne Wertung. Sie haben einen einfachen Mitmenschen. Sie können das feststellen, aber ohne Wertung. Und ich habe einen einfacheren Mitmenschen und einen liebevollen, verständnisvollen Mitmenschen. Der eine ist noch nicht so lange unterwegs und der andere ist schon länger unterwegs. Das möchte ich einfach betonen. Man darf keine Wertung dazugeben, ob jemand in einem Busch oder in einer einfachen Ebene ist. Er ist unterwegs als Mensch, das ist schon mal viel. Und einfach keine Wertung, das ist mir ganz wichtig. Also mit anderen Worten, die Kinder würden sich besser im Leben zurechtfinden, wenn sie wüssten, dass es ein Jenseits gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, sicher. Also als wir in den Religionsunterricht gegangen sind, da hieß es, wir sind auf Erden, um Gott zu dienen, damit wir in den Himmel kommen. Aber drumherum waren die ganzen Puzzleteile überhaupt nicht da und sind auch nachher nicht gekommen. Aber man muss es ja detaillierter erklären und eben auch wissen, dass man von Stufe zu Stufe zu Stufe aufsteigen muss. Es gibt sogar so alte Kirchenbilder, habe ich einmal gesehen von einem Künstler, der hat das gemalt, wie man Stufe um Stufe höher kann, im 17. Jahrhundert oder so etwas. Also es war schon in den Köpfen irgendwo drinnen, aber es wurde auch nicht rübergebracht. Und so wie ich die heutige Religion einstufe, da ist ein Puzzle und da fehlen 2/3 der Teile fehlen. Und wie soll man sich da zurechtfinden und das auf die Reihe bringen? Das ist ein garstiger Mitmensch, das ist ein edler Mitmensch. Warum? Wieso? Müsste man doch wissen. Was wäre der Nutzen, wenn die Menschen wüssten, dass das Leben nach dem Sterben in einer jenseitigen Welt weitergeht? Dass man das Leben ganz anders ausrichtet. So kleine Details, wenn einer da eben etwas schwierig ist oder so, dann oder man einen Verlust erleidet oder so, dann kann man denken, was soll das in 100.000 Jahren? Ich gehe darüber hinweg. Friede ist mein höchstes Ziel. Lassen wir das. Und das Leben ist viel weniger strapaziös. Das Leben ist viel leichter, wenn man um diese Dinge weiß, weil die Maßstäbe sind dann ganz anders und man kann mit jeder Situation ganz anders umgehen. Wenn Eltern Kinder verlieren, dann ist ja ihr folgendes Leben von großem Schmerz geprägt. Wie könnte man diese Eltern trösten? Ja, also dazu muss ich sagen, auch Kolleginnen, die mein Wissen auch haben, es ist für alle ein großer Schmerz. Wenn jemand einfach Abschied nimmt und nach Grönland reist, ist es ja ein großer Schmerz. Und nicht zu wissen, wie es dann da weitergeht als Beispiel, das ist schwierig. Aber letztendlich muss man immer wieder sagen, die himmlische Regie ist über allem und dann auch demütig nach dem Schmerz, wenn man den etwas verarbeitet hat. Denken, der Himmel schaut ja zu jedem Wesen gut und liebevoll und man weiß auch von der Erde her, dass es Wesen gibt, die in einem Kinderparadies aufwachsen durften und durch diese liebevolle Betreuung der Engel einen sichtbaren, einen riesigen Vorrat von Liebeskraft haben und kommen dann auf die Erde in eine neue Inkarnation, wo sie von diesem Vorrat zehren dürfen und wo sie eben eine wunderbare Aufgabe bewältigen können, weil sie so viel Liebe empfangen haben. Aber der Schmerz am Anfang, das ist einfach so, das kann man niemandem ersparen, aber das Zusatzwissen würde ja viel, viel Trost dann geben. Und dann muss man sich das wieder vor Augen halten. Sie werden bestens betreut, viel besser, als wie auf dieser Erde überhaupt je möglich wäre. Und das alles
hoffe ich, dass es später auch einmal wieder zum Allgemeinwissen kommen kann. Also kann man auf die jenseitige Welt vertrauen, dass sie sich liebevoll um die verstorbenen Kinder kümmern? Ja, auf jeden Fall. Überhaupt, die himmlische Regie ist manchmal schwer verständlich, weil wir ja die Hintergründe nicht kennen. Aber wo gibt es so etwas Liebevolles wie in den himmlischen Ebenen und so auf das jeweilige Wesen abgestimmt? Ja, man kann vertrauen, man muss auch vertrauen und ja, die tun ihr Bestmögliches und es ist immer die Liebe das oberste Gesetz. Und das ist es ja, was alle tröstet und was allen weiterhilft. Das ist doch wunderbar. Frau von Dauer, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen für das Interesse und ich hoffe auch, eben, dass das Tröstliche auch ankommt bei denen, die diesen Trost brauchen.